Also mit dem paralympischen Sport in Kontakt gekommen bin ich in meiner Rehabilitation. Nach meinem Unfall war ich in einer Rehabilitationsklinik und dort wurden die Patienten wurden auch verschiedene Sportangebote unterbreitet und damals habe ich angefangen, Rollstuhlbasketball zu spielen. Ja, das war dann aber für meinen behinderten Begleithund ein bisschen langweilig, immer in der Sporthalle zuzuschauen und deswegen habe ich mich entschieden, mit dem Radsport anzufangen. Zuerst nur Mountainbike gefahren, also mit den Händen und dann eben auch Straßenradsport. Und da einige Straßenradsportler im Winter Wintersport gemacht haben, habe ich gedacht, das kann ich auch noch mal ausprobieren und habe diese Idee ist dann auch gleich die Tat gefolgt und nach dem Kontakt mit dem Wintersport, sprich Skilanglauf im Schlitten, habe ich halt auch gesehen, dass es Biathlon gibt und möglich ist und habe das auch probiert und es waren also eher Zufälle und immer wieder Neugier auf die verschiedenen Sportarten, die mich zu den verschiedenen Sportarten gebracht haben. Genau, mein Spitzname im Sport ist Tiger und also der Tiger, das Tier. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie rufen, Tiger gibt alles. Ja, also ich hatte die Frage jetzt ein wenig anders verstanden. Also insgesamt überhaupt Ereignisse im Leben, wo man Probleme überwinden konnte. Natürlich hat man immer wieder Probleme schon alleine im täglichen Training, wo man sieht, dass man Dinge verbessern kann. Aber richtig wichtige Ereignisse in meinem Leben war zum Beispiel mein Unfall, der mich natürlich auch erstmal schockiert hat und sehr traurig und niedergeschlagen zurückgelassen hat und wo ich aber gemerkt habe oder einfach zu viel Lebensmut und Lebensfreude hatte, um in dieser Situation zu verbleiben und ja, und dann das ist natürlich unglaublich prägend, wenn man so etwas überwindet und dann auch wieder ganz normal, also umso mehr Normalität man sich zurück erobert, umso leichter wird natürlich auch jeder nächste Schritt. Und das war für mich so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, nämlich aus dieser Depression nach dem Unfall herauszukommen und wieder Lebensmut zu haben und gleichzeitig zu sehen, dass natürlich nicht alles zu Ende ist, sondern dass noch viele Dinge vor einem liegen. Und natürlich hat mir auch, der Unfall muss man auch ganz klar sagen, neue Welten eröffnet, zum Beispiel die paralympische Sportwelt. Ja, also so wie man alle Probleme überwindet, letztlich immer mit einer positiven Einstellung oder ja, das muss man sich allerdings auch erarbeiten, das ist nicht sofort da, insbesondere wenn die Probleme groß und schwierig sind, ist es ja so, dass man vielleicht denkt, oh Gott, das ist alles zu viel, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Aber da hilft es, eine Weisheit von der Großmutter zu verwenden, nämlich immer Stück für Stück zu schauen, sich kleine Aufgaben vorzunehmen und die zu bewältigen. Und dann sieht man, wie der Berg immer kleiner wird und man eben auch wieder ja, Licht am Ende des Tunnels sieht. Das ist, glaube ich, sehr sowieso fürs Leben sehr gut, wenn man einfach Dinge in kleinen Schritten angeht und nicht immer sofort alles sofort erreichen möchte. Und so habe ich auch ja, alle Probleme in meinem Leben bisher bewältigen können. Ja, wenn man eine Aufgabe in viele kleine Schritte unterteilt und die Einzelaufgaben löst, dann hat man auch den Vorteil, dass man viel mehr Erfolgserlebnisse feiern kann, nämlich Schritt für Schritt für die Dinge, die geklappt haben, dann ein positives Erlebnis hat. Währenddessen, wenn man nur eine riesige Aufgabe sieht, dauert es sehr, sehr lange, bis man diese positive Rückmeldung hat.